Ich bin Lisa von Lin & Ass und gemeinsam mit meiner Kollegin Marlina möchte ich euch heute nicht nur unseren Flüchtlingshilfeverein vorstellen, sondern wir werden auch einige Fragen rund um das Thema Spendengelder besprechen. Vorab einmal kurz zu uns. Wir haben uns 2021 als kleiner hamburgerischer Verein gegründet, der sich ehrenamtlich engagiert. Hauptsächlich in Griechenland, dort Lesbos und Athen sind unsere Schwerpunkte, aber auch die Balkanroute mit inkludiert und die Herkunftsfluchtländer. Was tun wir genau? Wir sind 6 Frauen, die sich dem Patenschaftsmodell verschrieben haben. Das bedeutet, wir sind ein täglicher Ansprechpartner für alle Belange unserer Klienten. Im Jahr 2022 haben wir außerdem 20.000 Euro in diese Klienten investiert. Und das sieht wie folgt aus. Die Menschen bekommen eine Summe ausgezahlt im Monat, die ihnen zur freien Verfügung steht, weil sie sonst keinerlei finanzielle Anbindung haben. Das heißt, sie können davon ihren Kindern Essen kaufen, sie können Medizin kaufen, sie können auch mal neue Kleidung kaufen. All das, was Selbstbestimmtheit so mit sich bringt. Außerdem binden wir sie an medizinische NGOs an. Wir sorgen dafür, dass es immer Kleidung gibt, eine warme Mahlzeit gibt, ein Dach über dem Kopf gibt. Wir haben Kontakte zu Dolmetschern, zu Ämtern und anderen Organisationen und versuchen so eine ganzheitliche Anbindung zu garantieren. Flüchtlingen ist es aufgrund ihres laufenden Asylverfahrens oft nicht möglich, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Dies kann sich über Monate oder Jahre hinziehen. Wenn sie in dieser Zeit keine finanzielle Unterstützung erhalten, rutschen sie in eine Armut ab, vor der sie sich selber nicht schützen können. Wenn wir also Spenden für Lebensmittel, Ärzte, Anwälte oder Wohnungen verwenden, dann geschieht dies oft auch aus absoluter Not. Vereine wie Lin & Ass, die Menschen auf der Flucht eine finanzielle Unterstützung anbieten, bieten dadurch auch eine Form der Lebensversicherung an. Da die Spendenbereitschaft im Jahr 2022 sehr, sehr stark zurückgegangen ist, vermutlich aufgrund von Inflation, Energiekrise und der Fokussierung auf den Krieg in der Ukraine, sind wir mehr denn je auf Spenden angewiesen. Vermutlich kann jede Organisation Mittel erhalten. Es ist nur schwierig, den richtigen Geldgeber zu finden. Besonders schwierig ist es für uns tatsächlich, Spendengelder zu generieren, weil wir diese komplett ins Ausland weiterleiten. Unsere Spendengelder gehen an die Menschen in Not, die selbst oft nicht mal ein Bankkonto haben. Das heißt, wir nutzen Drittanbieter, um das Geld zu senden, oder unsere Kontaktpersonen in den verschiedenen Städten, die dann die Person vor Ort treffen. Natürlich lassen wir uns alle Quittungen vorlegen, unterschreiben, fotografieren oder sind im ständigen Austausch mit den Menschen. Aber die Spender vor Ort brauchen schon ein großes Vertrauen in uns von Lin & Ass, um zu wissen, dass ihre Spendengelder auch wirklich bei den Menschen in Not ankommen. Wir haben bisher 2 Zuschüsse beantragt und beide wurden bewilligt, für die Gründung des Vereins und für die Unterstützung eines obdachlosen Geflüchteten in Athen. Neben der alltäglichen Begleitung unserer Klienten im Rahmen unseres Hilfsprogramms haben wir uns dafür entschieden, dass wir gerne eine Spende an eine Organisation in den Herkunftsländern der Geflüchteten senden. Dies war zuletzt eine Spende an die Organisation Smile United in Syrien. Dadurch wollen wir vor Ort helfen und Fluchtursachen bekämpfen. Unsere Finanzierung planen wir immer weit im Voraus. Zum einen, weil die Einnahmen durch Privatpersonen sehr unregelmäßig sind. Wir haben noch nicht allzu viele feste jährliche Spender. Und zum anderen, weil sich die Menschen auf der Flucht auf uns verlassen. So generieren wir immer in 3 Monatsschritten zum Beispiel das monatliche Gehalt, was wir auszahlen. In den letzten 1,5 Jahren waren wir durchgehend fähig, dieses Geld allen beteiligten Personen auszahlen zu können. Wir hoffen natürlich auch, dass das weiter möglich sein wird für uns. Bis dato waren wir eher zurückhaltend beim Beantragen von verschiedenen Förderungsmitteln. Das ist auf jeden Fall ein Jahresziel von uns für 2023, aktiver zu werden und mehr für Lin & Ass zu beantragen. Wenn du Lust hast, unsere Arbeit und die Menschen, die Lin & Ass unterstützen, näher kennenzulernen, dann findest du unsere Website und unseren Instagram-Account im nächsten Slide. Solidarische Grüße und vielen Dank für eure Zeit.